Was wir beobachten, ist, dass es einen starken Paradigmenwechsel gibt. Das Thema Security hat sich über die letzten Jahre doch deutlich gewandelt. Nicht, weil sich Security oder die Bedrohungen geändert haben, sondern weil sich die Arbeitsweise der Menschen geändert hat. Menschen arbeiten zunehmend intensiver miteinander. Sie arbeiten vernetzt, sie arbeiten gegebenenfalls von überall. Stichwort Homeoffice, Flughafen, Bahn oder auch in unterschiedlichen Offices. Und damit einhergeht letztlich auch eine Veränderung in der Art und Weise, wie ich mich vor Bedrohungen schütze. Das Thema Firewall ist sicherlich immer noch wichtig, aber das hilft nicht mehr gegen die aktuellen Bedrohungen. Das heißt, ich muss die Identitäten schützen, ich muss die Informationen schützen und ich muss aus den Signalen, die ich bekomme, aus den unterschiedlichen Sensoren, aus der Cloud, aus meinen Identitätslösungen, muss ich dafür nutzen, um Security auch zu leben und zu machen. Die einfachste und kostengünstigste Variante funktioniert über Apps. Jeder hat mittlerweile, oder fast jeder hat mittlerweile ein Smartphone. Das heißt, eine App, die über die ITs zum Beispiel gesteuert werden, dass darüber Notifizierungen kommen, die ich bestätigen muss und darüber ein sicherer Mechanismus anstelle des Passworts genutzt werden kann. Mit Windows 10 haben wir mit vielen Vorgehen aus der Vergangenheit gebrochen. Das heißt, das Thema alle 3 Jahre einen neuen Release gibt es so nicht mehr, sondern es wird kontinuierlich weiterentwickelt und in planbaren Zyklen auch das Betriebssystem abgedatet. Die Herausforderung, die wir in der Vergangenheit gerade bei Security gesehen haben, ist, dass das Thema Updates und da auch leider auch das Thema Security Updates nicht mit der Sorgfalt durchgeführt wird oder auch in der Geschwindigkeit durchgeführt, wie wir es gerne sehen würden. Deswegen verlagern wir diese Verantwortung zu uns und koordinieren und übernehmen die Security und auch die Feature-Updates durch uns, wie es eben auch auf Apps, auf Smartphones gang und gäbe ist. Zusätzlich ist es so, dass mit jedem Release, wenn man sich die neuen Features und Dinge, die wir geändert haben, anschaut, ist es so, dass Security einen wesentlichen Teil der neuen Dinge einnimmt. Dementsprechend sind wir viel schneller in der Lage, auf die Bedrohungslagen zu reagieren und eben auch neue Dinge zu tun. Das heißt eben, wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, Multifaktor-Authentifizierung als eine Möglichkeit, sich an einem Windows anzumelden. Oder eben auch die Kapselung von Applikationen außerhalb des Betriebssystems. Das sind Möglichkeiten, auf die wir heute reagieren können und die eben durch die Geschwindigkeit, die wir an den Tag legen, auch noch deutlich steigern werden. Als eines der aktivsten angegriffenen Ziele ist Microsoft das Thema Cybersecurity natürlich nicht neu. Dementsprechend investieren wir über $1 Milliarde pro Jahr in das Thema Abwehr von Cyberangriffen. Das gilt für unsere Cloud, für unsere Netzwerke, für unsere Kunden, genauso wie für uns selber. Dazu beschäftigen wir über 3.500 Mitarbeiter alleine, um genau das zu tun. Das heißt, ich spreche nicht davon, Security-Mechanismen in unsere Produkte einzubauen, sondern wirklich davon, Abwehr von Angriffen. Wichtig dabei ist vor allem, dass gerade wenn wir über KI, also künstliche Intelligenz sprechen, das eng verzahnt ist mit Cloud-Diensten. Weil typischerweise ist gar nicht sinnvoll, also was den Aufwand von Ressourcen und Geld letztlich angeht, dies zu Hause, sprich on-premises zu machen. Dementsprechend ist eine Strategie, wie ich da reinwachse, sehr, sehr wichtig. Das heißt, ich brauche Expertise durch Experten, die mich dabei beraten können, wie denn genau mein schrittweise Vorgehen in die Cloud und in KI-Projekte gegangen wird. Die Herausforderung hier ist, man braucht einen Business Case. Denn einfach nur KI zu machen, weil jeder das macht, oder Cloud zu machen, weil jeder das macht, oder vorgeblich jeder macht, hilft nicht. Das heißt, ich muss ein klares Ziel verfolgen und eben mich durch die Experten beraten lassen, wie ich da hinkomme. Anders wird es nicht funktionieren. Seitdem Satya Nadella unser CEO geworden ist, hat sich Microsoft massiv geändert. Das heißt, für uns gibt es auch eine Welt neben Windows. Das heißt, wir sichern unsere eigenen Produkte und unsere eigenen Cloud-Dienste so ab, wie wir können. Genauso aber auch die Dienste und Anwendungen, die wir auf
Betriebssystem Dritter anbieten. Das heißt, für uns macht es keinen Unterschied, ob eine Anwendung auf einem Windows oder auf einem anderen Betriebssystem läuft. Und die Sicherheit steht bei uns an oberster Stelle.